Was muss ich beachten, um in Deutschland zu studieren? Zuerst einmal ist es wichtig, dass du nachschaust, wo der Studiengang, den du machen möchtest, angeboten wird. Dafür kann dir zum Beispiel die Seite hochschulkompass.de helfen. Das ist eine sehr praktische Suchmaschine für Studiengänge. Falls du nach besonders internationalen und zweisprachigen Angeboten suchen möchtest, empfehlen wir dir auch die Suchmaschine vom German Academic Exchange Service DAAD. In Deutschland gibt es verschiedene Abschlüsse eines Studiums. Die wichtigsten sind der Bachelor und der Master. In Deutschland kann man übrigens auch eine Ausbildung machen, also arbeiten, dafür bezahlt werden und dabei einen Beruf mit zertifiziertem Abschluss erlernen. Wenn du deine Hochschule und deinen Studiengang gefunden hast, schau auf die Webseite und such den Punkt Zulassungsvoraussetzungen für deinen Studiengang. Diese sagen dir genau, welche Voraussetzungen du erfüllen musst, um diesen Studiengang studieren zu dürfen. Achte auch immer darauf, bei deinen Anträgen alle zeitlichen Fristen genau einzuhalten. Das nimmt man in Deutschland sehr genau. Danach füllt man den Antrag darauf aus, einen Studienplatz zu bekommen. Das tut man als Studierender, der aus dem Ausland kommt, meistens bei uniassist.de. Wichtige Voraussetzungen für ein Studium in Deutschland sind eine Aufenthaltsgenehmigung und ein Nachweis deiner Hochschulzugangsberechtigung. Diese musst du notariell beglaubigen lassen. Das heißt, eine rechtlich befugte Stelle, zum Beispiel ein Notar, muss die Echtheit beweisen. Das kann man zum Beispiel beim Bürgeramt machen. Das Dokument für den Abschluss sollte man auch übersetzen lassen. Dies kannst du bei einem Dolmetscher oder einem Übersetzer anfertigen lassen. Falls du dich generell fragst, wie dein Abschluss in Deutschland bewertet wird, schau doch mal auf Anabin, der offiziellen Datenbank, dafür nach. Außerdem musst du bei vielen Studiengängen auch Deutschkenntnisse nachweisen. Das bekannteste Angebot für solche Sprachtests für Studierende aus dem Ausland bietet die Seite testduff.de an. Außerdem brauchst du meistens auch ein sogenanntes Sperrkonto mit einer gewissen Rücklage an Geld darauf. Nähere Infos dazu gibt es beim Auswärtigen Amt. Du musst auch beachten, dass es in Deutschland private und staatliche Hochschulen gibt. Staatliche Hochschulen kosten meistens kaum Geld und dein Abschluss wird dort auch international anerkannt. Private Hochschulen vermitteln zwar oft sehr spezielle und fortgeschrittene Kenntnisse, sind aber deutlich teurer. Hast du deinen Antrag erfolgreich ausgefüllt, schickst du ihn an UniAssist oder an deine Hochschule. Wenn du alles richtig gemacht hast, erhältst du eine Antwort und mit etwas Glück bekommst du sogar deinen Studienplatz. Tipp: Die meisten Hochschulen bieten einen studienvorbereitenden Kurs an, das sogenannte Studienkolleg. Ein Besuch lohnt sich. Doch wie leistest du dir jetzt Semestergebühren, Bücher, eine Wohnung und Essen? An vielen Hochschulen gibt es sogenannte Studentenwohnheime. Das sind spezielle Wohnungen, die zu der Hochschule gehören und nur für Studenten reserviert sind. Falls im Wohnheim kein Platz mehr ist, solltest du es mal bei Webseiten wie Immobilienscout24 oder WG gesucht probieren. Viele Hochschulen bieten auch auf ihren Webseiten Jobportale an, bei denen ihr sogar Jobs findet, die genau zu eurem Studiengang passen. Falls ihr nicht viel Geld braucht oder nicht so viel Zeit neben dem Studium habt, lohnt es sich, einen Minijob zu suchen. Du kannst auch versuchen, dich auf ein Stipendium zu bewerben. Informationen hierzu stipendienlotse.de oder deutschlandstipendium.de. Du hast einen Job, eine Wohnung und deinen Studienplatz. Herzlichen Glückwunsch, jetzt kannst du in Deutschland studieren und leben. Viel Spaß!